Hohenmelchingen war einst eine der größten Burganlagen im Bereich der Sonnenalb in Deutschland. Einer Legende nach verfügte sie auch über einen Geheimgang. Dazu später mehr. Erbaut wurde die Burg vermutlich im 12. Jahrhundert. Über ihre ersten Bewohner ist leider nichts bekannt. Erstmals schriftlich erwähnt wird Hohenmelchingen im Jahr 1344. Damals gaben die Grafen Eberhard II. Und Ulrich IV. Von Württemberg ihren Teil der Burg, das Dorf, Vogtei und Gerichtsrechte sowie weitere Güter als Lehen an Burkhard von Melchingen. Die Familie tritt 1254 mit einem gleichnamigen Vorfahren Burkhards als Zeuge in einer Urkunde in Erscheinung. 1341 befindet sich Werner von Melchingen in den Diensten von Papst Johann dem 22. Die Burg hatte seit ihrem ersten Auftauchen in den Schriften immer mehrere Besitzer, welchen jeweils ein Teil der Anlage gehörte. Dies sollte sich bald ändern. (1439) kam Hans von Melchingen in finanzielle Not und verkaufte einen großen Teil an die Grafen von Werdenberg. 1451 erstanden sie mit der Badstube, welche damals scheinbar schon baufällig war, den letzten Teil der Burg. Somit befand sich Hohenmelchingen vollständig in ihrem Besitz. Etwas mehr als ein Jahrzehnt später, im Jahr 1464, wird das Dorf Melchingen in der Fehde zwischen Hans von Werdenberg und Hans von Rechberg von den Truppen des Letzteren geplündert und gebrandschatzt. Ob damals auch die Burg zerstört wurde, darüber schweigen sich die Chroniken aus. Allerdings investiert Berthold von Melchingen, seines Zeichens Komtur des Johanniterhauses in Basel, im Jahr 1483 40.000 Gulden für Bauarbeiten an der Burg. Ob es sich dabei lediglich um umfangreiche Umbauarbeiten oder doch einen Wiederaufbau handelte, ist ungewiss. Die Werdenberger werden allerdings mit keinem Wort mehr erwähnt, was darauf hindeutet, dass sich die Anlage nicht mehr in ihrem Besitz befand. Im Jahr 1504 stirbt mit Berthold von Melchingen der letzte männliche Nachkomme der Familie. Mit seinem Tod war wohl auch der Niedergang der Burg besiegelt. Bereits 1555 wird Hohenmelchingen nur noch als Burgstall erwähnt. Ob der Ort damals bereits verlassen war, ist nicht bekannt. Die Anlage befand sich aber in jener Zeit im Besitz der Württemberger. Wer die Burgruine heute besucht, findet noch umfangreiche Überreste der Anlage vor. Diese sind teilweise wieder von der Natur überwuchert worden, was dem Platz eine besondere Atmosphäre verleiht. Vom Palas, welcher in alten Urkunden als Vorderhaus bezeichnet wird, haben sich noch Mauern bis zum unteren Teil des 4. Stockwerks erhalten. Auch Teile der einst 240 Meter langen Ringmauer lassen sich in Augenschein nehmen. Weiter gibt es unter anderem Reste des Bergfrieds, des Hinterhauses, der Badstube sowie weiteren Gebäuden zu sehen.
Im Auftrag der Stadt Burladingen fanden von 1979 bis 1984 Instandsetzungsarbeiten statt. Wie eingangs erwähnt, soll sich auf der Burg ein Geheimgang befunden haben. Dieser führte laut Überlieferung bis zum Keller des ehemaligen Gasthauses Adler. Der Eingang befand sich im sogenannten Schnakenloch, an der östlichsten Seite des Burggrabens. In einer Sage wird von einer Gans berichtet, welche durch den Geheimgang gelangte. Bisher konnte allerdings kein Beleg für den Gang gefunden werden.